Beste Grüße aus Hamburg City Altona. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's allen sehr, sehr gut. Hier ist wieder dein Markus und ich hoffe, ihr habt auch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich werde im Laufe des Videos ein paar Einblicke aus Hamburg City bei Nacht zeigen, speziell vom Hauptbahnhof. Wir sind mit der Bahn gefahren, da wir gestern unseren Leihwagen erstmal abgegeben haben, nachdem wir jetzt 3,5 Jahre raus aus Deutschland waren und jetzt so langsam uns wieder reinfühlen, reintasten und ja, einfach mal schauen, wie das so abläuft hier in Deutschland und was man so alles erleben kann. Und ja, ich werde auch noch ein paar andere Einblicke im Laufe der Zeit natürlich aus unserem Leben zeigen und speziell auch aus Hamburg oder auch aus anderen Teilen der Welt, je nachdem, wo es uns hin verschlägt. Ja, viele Menschen haben mich angeschrieben in Bezug auf, seid ihr jetzt endgültig zurück nach 3,5 Jahren Auswanderung? Woran ist es gescheitert? Was es für Gründe gab? Habt ihr keine Ikamet bekommen, also keinen Aufenthaltstitel in der Türkei? Oder ganz ehrlich, woran liegt das Ganze? Und jeder, der mir natürlich schon länger folgt, hat es vielleicht so ein bisschen erahnen können. Es gibt viele Gründe oder mehrere Gründe, warum man jetzt erstmal rausgegangen ist. Ich betone es erstmal, denn wir haben immer noch unsere Eigentumswohnungen dort. Wir haben immer noch unser ganzes Mobiliar dort. Und viele wichtige Sachen auch dort. Natürlich auch viele Menschen, die uns dort sehnsüchtig erwarten wieder. Und Jesse, unser Straßenhund. Also ich habe auch schon gesagt, wenn wir wirklich für immer, und das kann man einfach nicht sagen, Leute, für immer in Deutschland bleiben würden, dann würde ich auch Jesse, glaub mir, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich Jesse reisefähig machen kann und dann auch mit nach Deutschland zu uns nehmen könnte, damit wir einfach ein Stück Alanya auch bei uns einfach zu Hause in Hamburg dann haben. Aber ich kann das vorab schon sagen, ich kann es nicht sagen, dass wir für immer hier bleiben. Denn spätestens wenn die Kinder, die jugendlichen Kinder, die wir jetzt haben schon, die sind ja jetzt keine 10 mehr, die sind 13 und 15 und die sind sehr reif, die wissen genau, was sie wollen. Und da kommen wir nämlich zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, weil ich da auch oft angesprochen worden bin in den Kommentaren. Ja, das ist unverantwortlich, die Kinder rauszureißen, immer wieder von A nach B zu gehen und sonstiges. Also ganz ehrlich, kleine Kinder kannst du sowieso immer von A nach B nehmen, wohin du die willst, weil sie haben einfach nichts großartig zu melden. Und ich weiß, viele sagen auch dieses, ja, aber solange sie nicht volljährig sind, haben sie auch nichts zu melden. Ja, das ist mir als Familienvater natürlich oder auch Mandana als Mama natürlich schon vollkommen bewusst. Aber wenn du natürlich einen 15-jährigen Jungen hast, der genau weiß, was er will und in dem Fall er will nach Hamburg, aufgrund von gewissen Abläufen, die in Alanya für ihn nicht möglich sind und man als Elternteil dann das Ganze immer sieht, fühlt und miterlebt, dass das Kind dort nicht glücklich ist oder so nicht glücklich ist, dann kann das natürlich auf lange Sicht ein Problem sein. Und ein weiteres Problem ist dann auch natürlich, was das für Folgen hat. Ja? Alanya, Sommer, extrem heiß. Super heiß, du bist viel in den eigenen 4 Wänden, Klima läuft und viele Auswanderer, also nahezu alle Auswanderer, die wir kennengelernt haben, haben diesen selben Ablauf. Und ich muss sagen, es ist leider so ein kleiner fauler Ablauf, denn so eine Hitze macht natürlich auch einen sehr faul, könnte man sagen, müde, antriebslos, weil du den ganzen Tag in der Bude sitzt, der Kreislauf fährt runter. Und ich persönlich, ich habe das immer in meinen Videos betont, ich persönlich habe damit kein großes Problem, weil ich bewege mich so oder so immer. Ich mache irgendwie meinen Sport. Wenn es zu Hause ist, dann eine Klimmzugstange oder ein bisschen TRX etc. Oder ich musste ja sowieso mit dem Hund auch Gassi gehen. Aber für so einen Jugendlichen natürlich, der viel auf anderes Wert legt, einfach sich mit Freunden treffen, vielleicht gemeinsam in einem Verein sein. Das gibt es natürlich auch alles in Alanya. Aber wenn irgendwie dieser Anschluss nicht da ist, dann kann man das auch nicht unbedingt so erzwingen. Ja, ich denke, du weißt, was ich meine. Und dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum wir jetzt erstmal für eine gewisse Zeit raus sind. Und natürlich ist es klar, man muss auch mal hineinfühlen das Ganze. Das heißt, es muss dann jetzt demnächst mal losgehen mit einer Schule muss man finden. Man muss sich dann natürlich irgendwann auch mal anmelden. Man muss in diesen Ablauf reinkommen, wie das hier so ist, etc. Und dann kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, das passt nicht. Und dann geht man weiter.
Für mich persönlich, ich wäre auch gerne ein paar Monate hier in Deutschland. Über den Sommer habe ich kein Problem. Gerade jetzt diese heiße Jahreszeit in Alanya, extrem hart. Aber ab September, ab Oktober beginnt wirklich eine schöne Jahreszeit in Alanya, Antalya, in dieser Region. Und da kannst du dann einfach chillen. Dann hast du da deinen Ablauf für dich, den du als Erwachsener natürlich selber erschaffst. Du bist nicht abhängig auf irgendwelche, wie jetzt die Jugendlichen, sage ich mal, dass du dich mit Freunden immer treffen willst. Oder dass du natürlich vielleicht mal auf Party gehen willst, wenn du gerade 18 bist oder 19, 20. So mein Lifestyle zum Beispiel früher war ja auch so. Und das war kein guter Lifestyle, muss ich sagen. Und ich wünsche es auch nicht meinen Kindern, dass sie so einen Lifestyle haben, wie ich einen hatte damals. Viel Alkohol, wenig Schlaf, viel Stress, viel Arbeit. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Im Nachhinein, für mich persönlich, will ich niemanden wünschen, das Ganze. Und Alanya, da gibt es natürlich auch irgendwelche Möglichkeiten im Nachtleben. Aber es läuft vielleicht halt auch ein bisschen anders ab in der Türkei als in Deutschland. Wobei natürlich auch Hamburg, Kiez natürlich auch seine Schattenseiten hat. Und ja, man muss da einfach gucken, ja, wie es einfach da weitergeht. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Die Kinder, Kiana, ihr habt es gesehen vielleicht, sie ist voll auf Türkei, Türkei auf die Eins, sagt sie immer wieder. Also wir hängen so ein bisschen in der Luft, muss ich sagen. Wir haben unsere Ikamet physisch noch nicht bekommen, aber wir werden sie bekommen. Wir haben eine digitale Bestätigung bekommen. Das heißt, das ist kein Grund, warum wir die Türkei verlassen haben. Es ist natürlich auf lange Sicht nervig, ganz klar. Ich habe es erzählt, alle 6 Monate einen Antrag stellen zu müssen. Aber man könnte das in Kauf nehmen, wenn einfach alles drumherum passt. Ja? Also es gibt gewisse Gründe einfach, da muss man einfach schauen, wie man das macht, auch auf lange Sicht. Und dann ist das, denke ich, eine runde Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dabei bist, dass du hier dabei bleibst und ich auf jeden Fall auch mehr Einblicke aus Hamburg zeigen kann. Denn es bietet auch natürlich schöne Sachen. Und ich weiß, gerade am Anfang, wenn man in ein neues Land kommt, vergleicht man immer mit dem Land, wo man herkommt. Und das ist aber auch nicht unbedingt verkehrt. Irgendwann wird das abnehmen, das Ganze. Man vergleicht dann nicht mehr, weil es völlig normal ist. Aber jetzt zum Beispiel hier, es ist ein öffentlicher Platz. Du kannst hier einfach spielen. Die Leute gehen hier Gassi mit ihren Hunden und mehr. Ganz entspannt. Du musst diesen Platz nicht mieten. Du musst dafür kein Geld bezahlen. Es ist öffentlich einfach da. Und du kannst einfach mit deinen Jungs, mit deinen Mädchen einfach spielen. Auf dem Kunstrasen hier super gepflegt. Alles easy. Und in Alanya speziell, da zahlst du für eine Stunde jetzt grob 1500 Tele. Also da bist du schon wieder bei fast 40 Euro grob für eine Stunde. Und das ist natürlich schon heftig. Ja. Dementsprechend, das sind natürlich Vergleiche, die man dann gerne zeigen kann. Und ich kenne aber auch viele Türken hier natürlich in Deutschland. Und die sagen alle, also viele zumindest, ich würde sofort wieder nach Alanya gehen. Lass es mich mal wissen, was du dazu sagst. Schreib gerne mal rein, was du dazu sagst. Würdest du lieber Alanya in der Türkei leben oder eben hier in Hamburg oder speziell in Deutschland allgemein? Ich weiß, ich habe letztens ein Video gemacht mit dem Vergleich Türkei mit Deutschland. Eigentlich ist es ein Vergleich Alanya, Hamburg. Ja? Und das ist natürlich krass, weil es gibt einfach so viele Menschen, die kommen aus dem Dorf hier aus Deutschland. Und wenn sie nach Alanya kommen, ist Alanya eine Riesenstadt. Ja? Aber wenn du aus Hamburg kommst, ist das einfach ein Dorf. Alanya ist halt ein Dorf. Die Infrastruktur, wir sind gestern, ihr werdet es sehen, mit Bus und Bahn gefahren, Hauptbahnhof ausgestiegen, dann in der nächsten Bahn gefahren und mehr. Also die Infrastruktur, die Organisation, sie ist top, super gut. Und sowas gibt es halt in Alanya gar nicht. Und ich glaube, so ein Straßennetz gibt es auch, glaube ich, gar nicht in der Türkei. Ich glaube auch nicht in Istanbul, gibt es keine U-Bahn oder S-Bahn, irgendwie sowas. Da gibt es viele Busse natürlich, habe ich selber zumindest gesehen. S-Bahn, U-Bahn habe ich nicht gesehen. Lass es mich gerne wissen, wenn es das in Istanbul oder allgemein in der Türkei gibt. Und genau, dementsprechend kannst du jetzt noch mal ein bisschen weiter reinschauen. Ich werde darüber noch ein bisschen mehr berichten, was es noch alles so gibt und Vergleiche ziehen, was mir aufgefallen ist. Dementsprechend ganz viel Spaß mit dem Video weiterhin und lass den Daumen nach oben da, aktiviere die Glocke, nachdem du kostenlos dein Abo dagelassen hast. Und auch gerne kannst du den Kanal natürlich weiter teilen. Bleib dran. Und ich freue mich auf das nächste Video, wenn du wieder reinschaust. Dementsprechend beste Grüße aus Hamburg City. Dein Markus.
Wir sind jetzt hier am Hauptbahnhof, mitten im Zentrum der Stadt Hamburg. Ihr habt gesehen, es ist einfach eine Millionenstadt. Es sind so viele Tausende von Menschen hier an diesem Bahnhof. Und ich muss sagen, es ist echt erschreckend, wie viele kaputte Menschen hier sind. Wirklich krass. Ich will die Begriffe nicht nehmen, sonst wird das YouTube-Video vielleicht noch hier gelöscht. Das ist wirklich schlimm, wirklich schlimm. Aber wo gibt es das nicht? In Berlin, in den Weltstädten der Welt. Überall gibt es die Kaputten. Das ist schlimm, echt schlimm. Übrigens, hier sieht man das. Wetter in Hamburg, jawohl. 9 Grad nachts. Also kaum ein Unterschied zwischen tagsüber und nachts. Heftig. Okay, wir sind jetzt Elbgaustraße und ihr werdet das nicht glauben, aber ich bin das erste Mal jetzt mit der Bahn hierher gefahren. Und ich muss mich jetzt erstmal orientieren und gucken, wo wir sind. Hier gibt's Döner. Hier gibt es Döner, original vom Türken. Ah ja, okay. Hier ist die Station, Busstation. Ja, so sieht's aus. Ja, hier können wir mit denen Türkisch reden, mit den Jungs. So, was kostet hier ein Döner? Mal gucken, was kostet das? Steht da was? Ein Döner kostet 7,20 € und es gibt die aber sogar in vegetarisch. Es gibt vegetarische Döner hier für 5 Okay, €. sehr gut. Okay, wir sind hier Vegetarier, dementsprechend ist das ja nichts für uns. Es geht aber weiter. Also mal kleine Einblicke von Hamburg. Viele fragen sich vielleicht jetzt, ja, warum läuft er denn hier rum? Hat er kein Auto oder ein Fahrrad? Nein, habe ich nicht. Noch kein Fahrrad, noch kein Auto, weil wir erst seit ein paar Tagen hier sind. Und wir wissen auch einfach nicht, ob wir überhaupt hier bleiben. Eins sollte klar sein, du solltest hier bleiben auf diesem Kanal. Dementsprechend kannst du jetzt schon mal den Daumen nach oben drücken, ein kostenloses Abo dalassen, wenn du es noch nicht getan hast, die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Schritt. Okay, es regnet bzw. nieselt, es ist kalt und was mir noch auffällt, abgesehen davon, ganz klar, ich zeige euch das mal, auch wieder mal, es ist einfach, es fällt auf, irgendwann wird es normal sein, aber es ist jetzt 8:30 und es ist annähernd alles zu hier. Also die Menschen bei so einem miserablen Wetter haben sowieso keinen Bock auf draußen chillen, draußen rumgehen. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass die Einkaufsmöglichkeiten hier natürlich dann auch sehr beschränkt sind. Du musst hier mal reinziehen, es gibt in Altona Bahnhof, da wo echt viel Halligalli ist, da gibt es Läden, so wie zum Beispiel Mediamarkt, die machen um 19 Uhr zu. Das ist krass, um 7 Uhr. Das ist nicht normal.